Nobile hat ein cooles Schraub- und Klicksystem. Braucht kein Werkzeug dazu, um eigentlich das ganze Brett zusammenzubauen. Für das tut man die Pfeile eigentlich einstecken in die vorgegebenen Löcher, schraubt die Schrauben rein. Muss gar nicht einmal so fest, einfach, dass es wirklich solid ist. Und dann umklappen, fertig. Das war es eigentlich schon. Ich zeige es nochmal bei der zweiten Pfeile. Ganz einfach rausschrauben. Die Pfeile von unten mit den Löchern einführen. Genau. Anschrauben. Wieder bis zum Anschlag, bis es nicht mehr geht, eben nicht würgen. Und dann umklappen, fertig. Super easy. Für die Bindung haben wir zwei Möglichkeiten. Man kann Schnellverschlüsse nehmen. Das gehe ich eigentlich mit der Unterlagescheibe durch. Gehe durch die Bindung. Hänge da den Unterteil ein vom Verstrebungsband an. Und dann kann ich es eigentlich sicher mit dem Ohrring, damit man es nicht rausgeht. Genau. Die andere Möglichkeit, die ich habe, hebt natürlich schon wieder super, oder? So. Die andere Möglichkeit, die ich habe, ist fest verschrauben. Fertig montiertes Board. Ich habe jetzt gleich die normalen Schrauben verwendet, weil das ist wesentlich einfacher gegangen. Und ich weiss ja, welche Position ich fahre. Super, geiles Brett. Nobile NHP 2020 fährt sich super, messerscharf, ein totales Freestyle Board, sehr direkt, super im kabeligen Wasser und der Pop ist einfach fantastisch. Geile Kite, neue Ash, Dash und natürlich das NHP von Nobile 2020. Perfekt. Das Einzige, was man noch ändern muss, die Pfeile sind ein bisschen lang. 55 mm, das ist nichts. Muss man noch 40 mm Pfeile bestellen. Sonst ist es einfach zu griffig. Sonst, cool. Dreihändig mit der Kamera, ja. Ja, Challenge da, muss ich sagen.